Herzlich willkommen zum ersten Teil der Weihnachtsausgabe der Mivola News. Diesen widmen wir heute einem ganz besonderen Projekt, an dem seit einigen Monaten im Verborgenen getüftelt wird. Die Geschichte der Welt im Miniaturformat. In den letzten Jahren haben wir bereits mit Sonderausstellungen wie die geteilte Stadt und Utopia für viel Gesprächsstoff gesorgt. Nun wurde im August 2011 mit einer weiteren begonnen. Bis Anfang des nächsten Jahres werden hier allen beteiligten Modellbauern außergewöhnliche Leistungen abverlangt. Warum und was es genau mit alledem auf sich hat, hat uns unser Modellbauchef Gerhard Dauscher in einem persönlichen Gespräch erklärt. Wir haben in ganz vielen Stunden und Treffen und Sitzungen mit Historikern haben wir die Thematik der einzelnen Module erarbeitet. Wir haben uns genau überlegt, in welchen Zeitabständen wir die Module unterteilen, wie viele Module es werden sollen und was auf den Modulen zu sehen sein soll. Es werden insgesamt 8 Module, die wir bauen. Wir fangen ganz früh an, schon in der Vorzeit, 5000 Jahre vor Christus. Das ist dann so die Entstehung der ersten Siedlungen. Das erste Mal, wo die Menschen dann Landwirtschaft betrieben haben, Feldbau. Und es geht dann weiter in einem großen Sprung ins Mittelalter. Und von dort geht es dann in kleinen Sprüngen mit 7 Modulen, so alle 150 Jahre ein neues Modul, bis zum Jahr 1945. Mittels dieser 8 Module wird somit die Entwicklung der Menschheit der letzten 1000 Jahre dargestellt. Also uns ist ganz wichtig, dass man das Leben der Menschen in der damaligen Zeit auch ganz gut erkennen kann und nachstellen kann. Einmal, wie so der Alltag war, so das Leben in der Familie oder die Ernährung, die Versorgung, wie war die Arbeitslage, wovon haben die Leute gelebt, aber auch dann so das ganze politische Leben, das mächtige Leben, Polizei, Militär, die ganzen Punkte sollen da zu sehen sein und dann auch in dem ganzen historischen Hintergrund. Wir haben uns entschieden, dass wir so als Schwerpunkt eine Stadt nehmen, irgendwo in der Mitte Deutschlands. Und die Stadt liegt an einem Fluss. Das war ja immer so der Ursprung für die Besiedelung. Fließend Wasser für die Versorgung und auch für Transport und Handel. Und wir haben dann einfach einige Dinge festgelegt, wie zum Beispiel eine Burg soll zu sehen sein auf dem Diorama. Die Burg wird dann in den Entwicklungsstufen gezeigt, von einer trutzigen Wehrburg bis halt hin zum Barockschloss oder später Gymnasium oder wie sie sowas dann auch verändert hat. Dann zeigen wir natürlich noch ganz wichtig den Weg vom Handwerk oder Landwirtschaft, Handwerk zur Industrie. Das heißt, die letzten Module sind dann überzogen mit Kaminen, Schornsteinen und Großindustrie, wo dann sichtbar wird, wie waren die Schattenseiten von der ganzen Zeit. Was ist denn wichtig? Was muss man in 1000 Jahren Geschichte zeigen? Wie erfolgt die Informationsbeschaffung? Da es früher keine Fotos gab, nutzen wir alte Gemälde und Bilder sowie unzählige alte Schriften. Zusätzlich zählen wir auf die Unterstützung von der Landeszentrale für politische Bildung. Historikerin und Leiterin Frau Dr. Bamberger-Stemmann ist dabei eine wichtige Hilfe und Beratung für die vielen Detailfragen. Also wir müssen uns die Szene so vorstellen, man ist eigentlich in einer Art menschlichem Zoo. Das ist der Inhalt dieser sogenannten Völkerschauen, auch hier in Hamburg gewesen. Und man tritt nicht in einen direkten Kontakt. Also diese eine Frau hier, die so dicht an diesen Löwen herantritt, das ist eigentlich schon das Maximum und das muss schon so ein bisschen... Also sie streckt ja auch den Arm schon sehr weit raus und das soll auch so sein. Also keine direkte Kontaktaufnahme. Die Kolonialgesellschaft geht davon aus, das sind Wilde und mit denen kann man eigentlich nicht kommunizieren. Das ist dieser Abstand, den wir darstellen müssen. Okay, super. Wir haben das so eingeteilt, dass bestimmte Leute bestimmte Themen recherchieren. Also jemand kümmert sich um Ernährung, versucht herauszufinden, wie sah die Ernährung der letzten 1000 Jahre aus. Jemand kümmert sich ums Militär. Wie hat sich das Militär in den letzten 1000 Jahren von Modul zu Modul entwickelt und wie müssen wir das darstellen? Von der Entwicklung der Brücken, des Automobils oder Handwerkzeugs, viele Punkte mussten zuvor akribisch recherchiert werden. Ein Beispiel für so ein typisches Problem, wie war das damals, sind die Fensterscheiben bei den Gebäuden, bei den Häusern. Wie waren denn die Fensterscheiben im Mittelalter? Hatten die schon Glas? Wie hatten die im Winter die Fenster zugemacht, wenn es kalt geworden ist? Also so wie bei den Fenstern gibt es natürlich viele hunderte Geschichten, die sich durch die ganzen Dioramen durchfädeln. Und jede einzelne Geschichte muss für sich beantwortet werden. Mühselig werden, unter anderem aus Holz, über 80 Gebäude für diese 8 Module angefertigt. Also wir haben bei der Gebäudeauswahl leider keine Lieferanten zur Verfügung. Wir müssen das alles selber bauen. Wir fangen an im Mittelalter mit Fachwerkgebäuden, mit kleinsten, einfachsten Baustilen, die sich dann über die Zeit und über die Jahre hin entwickeln. Genauso bei der Industrie, die halt von einem kleinen Handwerksbetrieb, einem Sägewerk, zu irgendeiner Rüstungsproduktion wächst. Und die Figuren? Es gibt für die Zeit vor dem 19. Jahrhundert keine Figuren zu kaufen. Auch das wird viele Stunden verschlingen, wo Leute einfach nur da sitzen und mit kleiner Pinzette und Mini-Pinsel
die Klamotten der Figuren bemalen. Bis zu 2.500 Figuren werden für reichlich Leben auf den einzelnen Dioramen sorgen. Was mich an dem Projekt reizt, ist, dass wir die Geschichte erlebbar machen. Dass wir Geschichte zeigen, wie das Leben damals war. Dass wir Geschichte rausholen aus verstaubten Buchdeckeln und wieder hier in Szene und ins Bild bringen. Von der Jungsteinzeit bis ins 20. Jahrhundert sind wir also gerade fieberhaft dabei, das Leben in all seinen Details verständlich zu machen. Gut 20 Mitstreiter umfasst dieses Projekt, in dem wir alles versuchen, lebhaft darzustellen. Ob es die ersten Flugversuche des Menschen sind oder Zerstörung durch Weltkriege, Elend durch schwere Krankheiten oder die Freude und Zusammengehörigkeit früherer Zivilisationen. Die Baustile der unterschiedlichen Epochen werden dabei deutlich machen, wie sehr sich der Mensch auf der Welt entwickelt und ausgebreitet hat. Alles verraten wir natürlich noch nicht, denn den Hintergrund wird unter anderem auch eine große TV-Dokumentation beleuchten. Ob uns also das Endresultat gelungen ist, davon können Sie sich im neuen Jahr selbst überzeugen. In einer neuen und einzigartigen Sonderausstellung, handgefertigt im Miniaturwunderland. Im Frühjahr wird sie voraussichtlich für Besucher geöffnet.